beginnen wir nun die erste Musterreihe mit 3 Wendeluftmaschen wenden und direkt in die erste Masche ein Stäbchen. Den Marker können wir uns dann in die zweite Masche von unten hineinstecken, da wir auf dem Rückweg dort schließen werden. Ich nehme den Marker jetzt allerdings wieder raus, weil sonst ditcht er die ganze Zeit auf dem Tisch rum und erzeugt unangenehme Nebengeräusche. 5 Luftmaschen. 2, 4, 6. In die 6. Masche eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6 und in die 6. Masche einen Fächer mit 3 Stäbchen. Also 3 Stäbchen in die gleiche Masche. Eins, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6 und wieder eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6 und in die 6. wieder 3 Stäbchen. 1, 2, 3, 2, 4, 6 und wieder eine feste Masche, nachdem wir 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6 und wieder eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5 und nun müssen wir wie am Anfang 2 Stäbchen häkeln, denn wir hatten ja einmal die 3 Steigeluftmaschen und nochmal ein zusätzliches Stäbchen. Und das brauchen wir dann jetzt hier auch am Ende. Häkeln in die letzte Masche 2 Stäbchen. Und so sollte es dann aussehen. So, ich wechsle nun die Farbe. Und wir beginnen wieder mit 3 Wendeluftmaschen. 2 und 3. In das erste Stäbchen, also wir haben einmal hier außen die Steigeluftmaschen und unsere anderen Steigeluftmaschen, die wir jetzt gehäkelt haben, gelten schon als ein Stäbchen. Und in das zweite danach häkeln wir jetzt 3 Stäbchen hinein und bilden somit auch da einen Fächer. So. Und auch hier gilt, euren Maschenmarkierer in die zweite Masche von unten gezählt hineinstecken, denn dort beendet ihr in der nächsten Reihe wieder die Runde, damit ihr eine schöne Gerade habt. Nun 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in die feste Masche. Drei Luftmaschen. Ins erste Stäbchen 3 Stäbchen. Ins zweite Stäbchen ein Stäbchen und ins letzte Stäbchen wieder 3 Stäbchen. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen wieder in die feste Masche.
3 Luftmaschen, ins erste Stäbchen 3 Stäbchen, ins zweite Stäbchen ein Stäbchen und in das letzte wieder 3 Stäbchen. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen in die feste Masche, 3 Luftmaschen. Und jetzt beenden wir dann die Reihe, indem wir wie am Anfang ins erste Stäbchen 3 Stäbchen hineinhäkeln und in die Steigeluftmaschen, dort wo wir den Marker hineingesetzt haben, nämlich in die zweite Masche von unten gezählt, noch ein letztes Randstäbchen. Und so sollte die Reihe dann aussehen. In der nächsten Reihe wieder 3 Wendeluftmaschen, ein Umschlag, ins erste Stäbchen ein Stäbchen, ins zweite Stäbchen ein Stäbchen. Und jetzt haben wir schon mal optisch 3 Stück. Einmal unsere Steigeluftmaschen, erstes Stäbchen, zweites Stäbchen und in das letzte Stäbchen wieder 3 Stück hinein. So dass wir optisch 6 Stäbchen haben. Eine Luftmasche. Das nächste Stäbchen hier überspringen wir und gehen direkt in den großen Fächer hinein und dort häkeln wir ins erste Stäbchen 3 Stäbchen. Und nun in alle Stäbchen jeweils ein Stäbchen hinein bis aufs letzte. Also 5 Stäbchen mit jeweils nur einem Stäbchen behäkeln und ins letzte wieder 3 Stäbchen. Eine Luftmasche, das einzelne Stäbchen wieder auslassen und in den nächsten großen Fächer ins erste Stäbchen 3 Stäbchen. Als nächstes wieder eine Luftmasche, das einzelne Stäbchen auslassen und ins erste Stäbchen des großen Fächers 3 Stäbchen. Danach in jedes der Stäbchen, insgesamt 5 Stück, jeweils ein Stäbchen hineinhäkeln. 1, 2, 3, 4 und 5 und ins letzte ein Stäbchen hinein. Eine Luftmasche und am Ende der Reihe das erste Stäbchen mit 3 Stäbchen behäkeln.
Das nächste mit einem Stäbchen. Das nächste auch nochmal mit einem Stäbchen. Und das letzte und sechste kommt dann wieder in die zweite Masche von unten gezählt als Randstäbchen. Und so sieht es dann aus. Kommen wir zur nächsten Reihe, und zwar zur vierten Musterreihe. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen, wie immer für ein Stäbchen. Nun brauchen wir aber einen Ausgleich, also noch 2 Maschen mehr. Insgesamt 5 Luftmaschen. Es ändert sich hier aber nichts, es wird nachher auf dem Rückweg wieder in der zweiten Masche von unten gezählt geschlossen. Also im Grunde haben wir jetzt ein Stäbchen und 2 Luftmaschen. Dann machen wir einen Umschlag. Hier haben wir unser Randstäbchen und in die nächsten 3 Stäbchen stechen wir nun ein und häkeln diese zusammen, gemeinsam ab. Also einen Umschlag, erstes Stäbchen einstechen, zur Hälfte abhäkeln durch 2 Schlaufen. Umschlag, nächstes Stäbchen einstechen, zur Hälfte abhäkeln, also nur durch 2 Schlaufen. Und Umschlag ein letztes Mal in das dritte Stäbchen einstechen, durch 2 Schlaufen abhäkeln. Jetzt haben wir 4 auf der Nadel und diese dann gemeinsam. Die letzten beiden Stäbchen des Fächers werden jeweils mit einem Stäbchen behäkelt. Um die Luftmasche der Vorreihe ein Stäbchen und danach wieder die nächsten beiden Stäbchen mit jeweils einem Stäbchen behäkeln. Und nun von dem neuen Fächer das dritte, vierte und fünfte gemeinsam abhäkeln. Einstechen durch 2 Schlaufen, Umschlag, nächstes Stäbchen, einstechen durch 2 Schlaufen und Umschlag einstechen, das nächste Stäbchen durch 2 Schlaufen, 4 Schlaufen auf der Nadel und alle gemeinsam abmaschen. Das mittlere Stäbchen dieses Fächers bleibt nun unbehäkelt, dafür machen wir 5 Luftmaschen. Einen Umschlag und die nächsten 3 Stäbchen wieder gemeinsam abmaschen. Die letzten beiden Stäbchen dieses Fächers werden wieder normal mit einem Stäbchen behäkelt. Um die Luftmasche ein Stäbchen. Und dann sind wir wieder bei dem nächsten Fächer. Die ersten beiden Stäbchen werden normal behäkelt mit jeweils einem Stäbchen. Das dritte, vierte und fünfte wird gemeinsam abgemascht. Das mittlere wird ausgelassen, dafür machen wir dann 5 Luftmaschen und die nächsten 3 danach werden wieder gemeinsam abgemascht. Die letzten beiden Stäbchen des Fächers werden normal mit jeweils einem Stäbchen behäkelt. Um die Luftmasche ein Stäbchen. Am Ende angekommen, die ersten beiden Stäbchen normal behäkeln mit jeweils einem Stäbchen. Und die letzten 3 gemeinsam abmaschen. Und nun müssen wir das Ende genauso wie den Anfang gestalten. Nur statt 5 Luftmaschen machen wir jetzt 2 Luftmaschen und ein Stäbchen dann in die zweite Masche von unten gezählt als Randstäbchen. Und dann bleibt das Ganze weiter gerade.
machen wir 7 Luftmaschen, 3 für ein Stäbchen und 4 als Kette, Umschlag und müssen nun die ersten 3 Stäbchen wieder gemeinsam abmaschen. Da müsst ihr hier so ein bisschen drauf achten, dass ihr richtig einstecht. Also hier verkreuzen sich die 3. Hier ist die erste Masche. 1, 2 und 3. Dann bleibt nämlich dieses mittlere Stäbchen übrig, was wir vorher um die Luftmaschenkette gehäkelt haben. Dort häkeln wir ein Stäbchen hinein. Danach die nächsten 3 wieder gemeinsam abmaschen. 1, 2, das letzte 3. 3 Luftmaschen, ein Stäbchen in die mittlere Masche der Luftmaschenkette, dort in die Masche aber einstechen, damit sich das nicht verzieht, weil sonst wird euer Muster ein bisschen krumm und schief. Das sieht nicht so schön aus, daher lieber fixieren. 3 Luftmaschen. Und auch hier wieder darauf achten, dass ihr in die richtige Masche einstecht. Die ersten 3 Stäbchen wieder gemeinsam abmaschen. So dass ihr beim Stäbchen angekommen seid, was ihr in der Vorreihe um die Luftmaschenkette gehäkelt habt. Dort stechen wir ein und häkeln ein Stäbchen. Und die nächsten wieder gemeinsam abmaschen. 3 Stück. 1, 2 und 3. 3 Luftmaschen. In die mittlere Masche der Kette einstechen und ein Stäbchen häkeln. 3 Luftmaschen. Die nächsten 3 wieder zusammen gemeinsam abmaschen. 2, 3. Um das Stäbchen, was ihr in der Vorreihe um die Kette herum gehäkelt habt, ein Stäbchen. Da kann man sich mal gut dran orientieren, dass ihr auch richtig auskommt. Die nächsten 3 wieder gemeinsam abmaschen. 3. Und nun das Ende wie den Anfang gestalten. Anstatt aber 7 Luftmaschen machen wir jetzt hier 4 Luftmaschen, einen Umschlag und stechen in die zweite Masche von unten ein und beenden die Reihe mit einem Stäbchen. Kommen wir nun zur letzten Reihe, denn danach wird sich eigentlich nur noch alles wiederholen und wir beginnen wieder mit Reihe 1. Wir machen eine Luftmasche und häkeln in die erste Masche eine feste Masche und setzen dort auch den Marker. 5 Luftmaschen und jetzt werden die letzten 3 Stäbchen gemeinsam abgemascht. 1, 2 und das dritte zur Hälfte und alle gemeinsam abmaschen. So haben wir dann unsere Spitze. 1, 2, 3, 4, 5. Eine feste Masche in das einsame Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Die nächsten 3 Stäbchen wieder gemeinsam abmaschen. 1, 2 und 3. 1, 2, 3, 4, 5. Eine feste Masche in das einsame Stäbchen. Und 1, 2, 3, 4, 5.
die letzten 3 Stäbchen gemeinsam abmaschen. Dann haben wir auch dort eine Spitze gebildet. 1, 2, 3, 4, 5 und in die letzte Masche, in die zweite von unten angezählt, mit einer festen Masche schließen, so dass Anfang und Ende auch gleich aussehen. Und das war's. Nun beginnen wir in der nächsten Reihe wieder wie hier in der ersten Musterreihe, denn die festen Maschen waren ja nur eine Basis. Also wir beginnen mit 2 Stäbchen, 5 Luftmaschen, eine feste Masche in die Spitze, 5 Luftmaschen und in die feste Masche kommen dann 3 Stäbchen, 5 Luftmaschen, eine feste Masche und so weiter.